Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comike. In diesem heutigen Video geht es mir um das Thema Sicherheit, um das Thema Feuerschutz, um ganz genau zu sein. Ich habe ein relativ großes Haus, was über 4 Etagen genutzt wird von 3 Parteien insgesamt und bisher einfach das Problem gehabt, dass ich Rauchmelder nicht über das ganze Haus vernetzen konnte. Wie macht man das Ganze? Wie kriegt man das hin, dass über das ganze Haus überall der Brandschutz gewährleistet wird? Die Lösung, die habe ich hier in der Hand. Xsense Link Pro. Das soll die Lösung sein. Vernetzte Rauchmelder mit einer Basisstation, die untereinander kommunizieren, selbst wenn das WLAN ausfällt. Ob das wirklich funktioniert und ob das die richtige Lösung für mich und auch euch ist, das zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß! Unser Haus, das ihr hinter uns seht, wird von insgesamt 3 Parteien genutzt und erstreckt sich über 4 Etagen. Der Keller, der auf dieser Seite ebenerdig ist, hat auf der anderen Seite des Hauses sogar noch einen Unterkeller, einen Keller unter dem Keller. Und genau in diesem Unterkeller habe ich im Winter eine Dieselheizung installiert. Und diese Dieselheizung befindet sich im Keller und so sorgt meine Werkstatt mit Wärme. Ich nehme euch heute mal mit einem kleinen Rundgang hier durch den Kellerbereich. Hier habe ich bereits einige Rauchmelder installiert, die ihr hier an der Decke sehen könnt, dort oben zum Beispiel, oder auch an den einzelnen Heizungsräumen der jeweiligen Wohnungen. Hier hinter befindet sich meine Werkstatt und den Ausbau, den habe ich ja dokumentiert. Die Details findet ihr unter dem Video oder einfach mal oben rechts klicken. Dort unten befindet sich meine Dieselheizung, die eine Dieselstandheizung, eine China-Heizung ist und angenehme Wärme hier im Winter bereitstellt. Die Frage, die aufkam von vielen von euch: Was machst du mit Rauch, was machst du mit CO2-Messung, was machst du, dass die Hütte dir nicht abbrennt? Denn die Abgase werden hinter den Wänden entlang ins Freie hinausgeführt und ich muss für entsprechende Sicherheit sorgen. Unser Haus wurde ca. 1900 erbaut. Es handelt sich um eine alte Gründervilla, eine Jugendstilvilla, die wir seit vielen Jahren mit viel Liebe und Mühe sanieren und wieder restaurieren und herstellen, in der wir eben auch leben. Die Mauern dieses Gebäudes sind extrem dick. Die Wände hinter mir hier im Kellerbereich haben teilweise eine Stärke von 60 bis 80 cm. Im Unterkeller sind sie natürlich noch dicker. Und das Problem, das ich bisher einfach hatte, war, dass der Rauchmelder, den ich hier unten installiert hatte und getestet habe, dass man den hier unten im Keller durchaus gehört hat. Man hat ihn auch noch im Erdgeschoss gehört. Spätestens im Obergeschoss war aber nichts mehr zu hören, geschweige denn im Dachgeschoss. Und was passiert nun, wenn doch mal ein Feuer ausbricht, weil die Dieselheizung ein Problem hat, weil der PV-Speicher ein Problem hat, weil irgendwo ein Überspannungsschaden entsteht, Funkenflug, Kabelbrand, wie auch immer. Nun ja, wir würden es nicht mitbekommen, erst wenn es etwas warm wird. Und das genau ist das Problem. Rauchmelder hört man in unserem Bereich nicht mehr, weil das Gebäude einfach zu groß ist, weil die Wände zu dick sind. Die Lösung sollen vernetzte Rauchmelder sein. Das bedeutet Rauchmelder, die untereinander vernetzt sind, die eine Kaskade bilden. Löst ein Rauchmelder aus, werden alle anderen mit aktiviert. Xsense bietet ein solches System schon seit einigen Jahren an, verbessert das immer weiter. Die Pro-Variante, die habe ich nun zur Verfügung gestellt bekommen, die darf ich hier testen. Das mache ich natürlich gerne, weil ich die optimalen Voraussetzungen habe, hier einfach mal einen Hardcore-Test durchzuführen. Und ich hoffe, ich kann euch das ein oder andere mitgeben. Das Leben ist teuer geworden, dennoch möchte ich euch den dringenden Rat geben: Spart nicht an der falschen Stelle. Feuerschutz sollte unbedingt beachtet werden, zumal es mittlerweile eine Brandmelderpflicht in ganz Deutschland gibt, um die man kaum noch herumkommt. Und bedenkt immer den alten Spruch: Hast du einen Rauchmelder im Haus, bricht bei dir kein Feuer aus. Ja, aber Rauchmelder sind großer Mist, wenn du nicht zu Hause bist. Aus dem Grund ist es einfach schön, wenn ich einen Rauchmelder habe, der vernetzt ist, der smart ist, der mehrere einzelne Rauchmelder in einer Kaskade, in einer Gruppe zusammenschaltet. Und wenn einer dieser Rauchmelder auslöst, werden alle anderen ebenfalls ausgelöst. Xsense bietet ein System an, das ich euch in diesem Video vorstellen möchte. Das System habe ich kostenfrei zur Verfügung gestellt. Ja, und ihr findet unter dem Video die entsprechenden Links, die ich von Xsense zur Verfügung gestellt bekommen habe. Schaut da gerne mal nach oder oben rechts in die Ecke für weitere Informationen. Ich werde euch jetzt im Video das Unboxing zeigen. Was bekommt ihr dazu? Ich werde mal einen Rauchmelder installieren, miteinander verknüpfen, einen CO2-Melder installieren, in das System integrieren. Anschließend zeige ich euch, wie das Ganze in der App funktioniert, wie ihr das einrichten könnt. Und zu guter Letzt natürlich auch ein Test, denn was bringt der beste Rauchmelder, wenn er nicht anschlägt? All das seht ihr in diesem Video und los geht's mit dem Unboxing.
Das Xsense Link Pro System ist ein Komplettpaket. Ihr bekommt in diesem Set eine Basisstation, über die alles zentral mit einer App am Telefon gesteuert werden kann, und zusätzlich bekommt ihr natürlich auch die Rauchmelder entsprechend eurer Setgröße. Das Ganze gibt es mit 6 Rauchmeldern. Es gibt ein Paket, wo gleich 12 Rauchmelder dabei sind. Es gibt aber auch ein Dreierpaket. Schaut einfach mal nach, welche Größe ihr braucht, und schaut mal ein bisschen genauer nach, denn kurioserweise ist die Variante mit der Basisstation, egal ob ihr die nutzt oder nicht, im Regelfall günstiger als die Variante, wo ihr nur die Rauchmelder einzeln kauft. Ihr könnt das ganze System natürlich auch ohne den Smartphone-Zwang nutzen, wenn ihr das mögt. Ihr könnt die Rauchmelder direkt miteinander verknüpfen. Euch fehlen dann aber ein paar smarte Funktionen, und ihr könnt natürlich nicht unterwegs informiert werden, wenn ihr irgendwo in der Gegend herumfahrt, dass es zu Hause brennt. Ihr hört dann das Ganze nur, wenn ihr tatsächlich hier vor Ort seid, über die entsprechenden Alarmtöne. Das Set besteht, wie eben schon beschrieben, aus dieser kleinen Basisstation, die über einen USB-C-Anschluss mit Strom versorgt wird. Das Kabel und auch der Adapter, die sind im Set mit dabei. Ich zeige euch das mal hier. Das Ganze ist schön verpackt. Die Basisstation war hier drin. Das Kabel gibt es dazu. Den Netzstecker gibt es dazu. Und in dem Falle 6 Rauchmelder, die jeweils auch mit einer eigenen Befestigungsset mit Schrauben und Dübeln bereitgestellt werden. Die Installation des Systems ist relativ einfach. Ihr müsst die Basisstation zunächst mit dem Strom verbinden, anschließend in euer WLAN integrieren, und danach könnt ihr die Rauchmelder individuell mit dieser Basisstation verbinden. Ihr könnt die Rauchmelder einzelnen Räumen zuweisen, ihr könnt Gruppen anlegen, ihr könnt einen Test machen, ihr könnt Freunde einladen. Ihr müsst das nicht nur auf ein Telefon beschränken, diese App-Funktion, sondern ihr könnt das in der ganzen Familie nutzen. Die Einrichtung selber wird in der Anleitung, die auch in deutscher Sprache verfügbar ist, sehr, sehr gut beschrieben. Das muss ich einfach mal sagen. In der heutigen Zeit wird ja leider auf Papieranleitung verzichtet. Nein, in dem Fall bekommt ihr eine Anleitung dazu, die tatsächlich selbsterklärend ist. Was ich euch zusätzlich noch mit ans Herz legen möchte, sind andere Befestigungsmöglichkeiten. Ihr könnt die Rauchmelder problemlos einfach nur mit den fest zugefügten Schrauben an der Decke montieren, an den Wänden montieren, oder ihr nutzt solche Magnetadapterplatten. Die könnt ihr ebenfalls an der Decke festkleben oder eben durch das Schraubloch hineinschrauben. Die andere Hälfte wird am Rauchmelder festgeklebt, und dann könnt ihr den Rauchmelder einfach immer wieder von unten durch die Magnete an die Decke anklipsen. Der Vorteil an einem solchen System ist, dass ihr die Rauchmelder jederzeit abnehmen könnt, um zum Beispiel einen Test zu machen oder um sie zu reinigen. Denn diese Teile hängen eine ganze Weile an der Decke. Grundsätzlich wird eine Gerätegarantie von 10 Jahren ausgegeben. Die Batterien, die hier eingebaut sind, die austauschbar sind, wie ihr hier sehen könnt, die sollen bis zu 5 Jahre halten. In der App bekommt ihr einen Status angezeigt, wie hoch die Batteriekapazität noch ist. Ihr werdet daran erinnert, wenn die Batterien sich dem Ende neigen. In dem Fall könnt ihr diese Batterien einfach austauschen, und 10 Jahre sind ja doch eine sehr, sehr lange Zeit, um mit diesen Geräten zu arbeiten. Auf dem Papier klingt es natürlich alles überzeugend, doch ich möchte es genau wissen, ich möchte es testen. Ich möchte wissen, ob die Rauchmelder auch untereinander kommunizieren, wenn mein WLAN zum Beispiel mangels Strom ausfällt. Funktionieren da auch noch die Alarmsignale? Funktioniert dann noch die Kaskade? Wie kann ich weitere Geräte hinzufügen? Kann ich wirklich dritte Personen einladen, ebenfalls die App zu nutzen? All das werde ich jetzt ausprobieren, und zunächst muss ich dafür natürlich erst einmal die Basisstation installieren. Das werde ich jetzt tun, das zeige ich euch, wie ich das Ganze am Telefon eingerichtet habe. Anschließend werde ich den Rauchmelder installieren an der Basisstation, um da einfach mal die Funktion zu testen, und ich werde den CO2-Rauchmelder ebenfalls an der Basisstation anmelden. Ich werde ihn dort einrichten. Das Besondere an diesem Gerät im Vergleich zu diesem reinen Rauchmelder ist, dass dieses Gerät nicht nur die Rauchentwicklung misst und warnt und Alarme ausgibt, sondern auch die CO2 bzw. die Kohlenmonoxid-Konzentration in der Luft misst und einen Alarm ausgibt. Das ist für mich besonders relevant, da sich ja meine Heizung hier unter mir in diesem Unterkeller befindet, meine Dieselheizung, und wenn da Undichtigkeiten im Abgasbereich sind, schlägt der CO-Melder ruckzuck an, gibt einen Alarm, und zwar nicht nur hörbar hier in dem Bereich, sondern auch über 2 Etagen nach oben, dort wo ich schlafe. Bevor ich die Basisstation einrichten kann, muss ich natürlich erst einmal die App herunterladen und installieren. Die Links zum App Store bzw. Google Play Store findet ihr unter dem Video in der Beschreibung. Um ein neues Gerät in der App hinzuzufügen, muss ich oben rechts auf das Plus klicken.
Für die Basisstation benötige ich nun den QR-Code, welchen ich auf der Unterseite des Gerätes finde. Diesen fotografiere ich ab und stelle eine Verbindung über Bluetooth mit dem Telefon her. Nun muss ich noch das richtige WLAN aussuchen und das entsprechende WLAN-Kennwort in der App hinterlegen. Ich kann nun direkt weitermachen im Vorgang und ein weiteres Gerät mit der Basisstation verknüpfen. Hierzu habe ich eine Auswahl an verschiedenen Geräten, die Xsense anbietet, welche mit der Basisstation kompatibel sind. Ich wähle natürlich den Rauchmelder. Für jedes Gerät, das ich in der App einfüge, kann ich einen individuellen Namen vergeben und natürlich auch einen individuellen Standard auswählen. Nun muss ich den Rauchmelder für die Kopplung mit der Basisstation vorbereiten, indem ich die Schutzfolie von der Batterie abziehe und den Knopf an der Seite zweimal kurz nacheinander drücke. Den dritten Rauchmelder werde ich jetzt über meine Magnetplatte einfach nur hier oben an der Decke anstecken. Und nun kann ich ausprobieren, ob alle Rauchmelder gleichzeitig anschlagen, indem ich das Ganze mal teste. Es hat eine Weile gedauert, aber ihr seht, der Alarm geht los. Ich habe eine Alarmmeldung auf dem Telefon. Da blitzt es. Und auch hier blitzt es. Wow! Dieser Test hat es wirklich in sich. Meine Ohren sind mir jetzt fast abgefallen. Das ist richtig laut. Und das Schöne ist, es funktioniert. Die Geräte sind alle miteinander gekoppelt, auch wenn die Entfernung hier unten nicht ganz so groß gewesen ist. Aber der ausgelöste Rauchmelder hat Alarm gegeben. Der Rauchmelder auf der anderen Seite des Gebäudes hat Alarm gegeben. Der Rauchmelder, der sich hier in der Werkstatt befindet, hat Alarm gegeben. Und auch die Basisstation hat einen Alarm abgegeben. Und zwar nicht nur einfach das gleiche Signalton, sondern auch eine Sprachausgabe, um die Bewohner zu warnen. Schauen wir uns doch mal auf der App an, was jetzt hier an Meldung eingegangen ist. Auf der App kann man nun gut erkennen, dass der Rauchmelder Nummer 2, den ich eben ausgelöst habe, auf verstummt gestellt ist. Das bedeutet, dass der Rauchmelder nun 9 Minuten lang inaktiv bleibt und anschließend sich selber wieder aktiviert. Sollte zu diesem Zeitpunkt immer noch Rauch vorhanden sein, wird der Alarm erneut ausgegeben und natürlich alle anderen Rauchmelder ebenfalls aktiviert werden. Wenn nach 9 Minuten allerdings kein Rauch mehr vorhanden ist, dann geht der Rauchmelder wieder zurück in den Standby-Modus. Bevor ich zum Fazit komme, noch ein kurzer Blick in die App und die Funktionen, die mir hier bereitgestellt werden. In der App werden mir die Geräte, die ich anbinden kann, an die Basisstation angezeigt. Maximal 50 Geräte sind pro Basisstation möglich. Die Basisstation selber bietet eigene Funktionen. Ich kann im Nachhinein Name und Standort natürlich noch einmal ändern und eine Sprachansage aktivieren bzw. deaktivieren. Die Sprachlautstärke kann ich ebenfalls feststellen. Normal connection. Über die Basisstation kann ich auch den Alarm zentral abschalten. Wenn ein Rauchmelder einen Alarm auslöst, müsste ich normalerweise direkt am Rauchmelder den Alarm zurücksetzen oder über die App am Telefon. Wenn beides nicht auf die Schnelle möglich ist, kann ich mit einem Klick auf den Knopf der Basisstation das Gerät zunächst stumm schalten. Weiterhin habe ich die Möglichkeit, die WLAN-Einstellung des Netzwerks nachzuverarbeiten. Ich habe eine Übersicht der aktuellen Geräteeinstellung inklusive einer Funktion zur Aktivierung der Updates, die das Gerät automatisch vornehmen kann. Und ich kann die Geräte freigeben, indem ich hier eine E-Mail-Adresse und einen Benutzername anlege und das Ganze einem anderen Familienmitglied zum Beispiel zuweisen kann. Natürlich kann ich in der App auch direkt auf die einzelnen Melder zugreifen. Als zweites seht ihr in der Übersicht meinen kombinierten Melder, der sowohl die Rauchentwicklung als auch den CO-Pegel misst und in der App sogar anzeigt. Auch dieses Gerät kann ich testen. Ich kann einen eigenen Alarmton für die Basisstation festlegen. In den Benachrichtigungen kann ich zudem festlegen, was mir in der App gemeldet werden soll. Und ihr seht, die Übersicht ist doch gewaltig. Ich bekomme für jeden Notfall, für jede Eventualität die Möglichkeit, diese mir individuell anzeigen oder eben nicht anzeigen zu lassen. Auch die Rauchmelder, die zum Set dazu sind, kann ich auf diese Weise mir einzeln anschauen, die Geräteinformationen abholen oder auch testen.
Ihr seht also, alle wichtigen Funktionen sind in der App enthalten und können schnell und übersichtlich erreicht werden. Ich habe über die einzelnen Etagen hier im Gebäude einige dieser Rauchmelder platziert. Im Erdgeschoss, Obergeschoss, Dachgeschoss, um einfach mal zu schauen, ob die Geräte untereinander kommunizieren und ob ich tatsächlich oben in meiner Wohnung mitbekomme, wenn hier unten meine Dieselstandheizung undicht ist und Gase austreten. Was soll ich sagen? Bei meinem Test, den ich im Obergeschoss gemacht habe, sind auch hier unten alle Rauchmelder angesprungen. Die Basisstation hat ebenfalls den Hinweis gegeben, dass hier ein Alarm ausgelöst worden ist. Das Ganze war sehr, sehr laut gewesen und ich musste meine Nachbarn erstmal beruhigen, dass hier alles in Ordnung ist. Lange Rede, kurzer Sinn, es funktioniert und das ist das Wichtigste an der Sache. Nun gibt es einige von euch, die sagen auch, nun ja, er ist schön und gut, aber die Geschichte mit der Cloud. Wenn ich das Ganze am Telefon benutze, muss ich mir ein Kundenkonto anlegen. Die Alarme werden über die Cloud getriggert. Bedeutet, wenn ihr nicht online seid oder ähnliches, dann funktioniert es einfach nicht. Das Gerät muss mit dem Internet verbunden sein. Was ist, wenn ich das nicht möchte oder nicht kann? Nun ja, es gibt eine Lösung, wie ihr dieses System trotzdem nutzen könnt, und zwar ohne diese Basisstation. Der einzige Nachteil, den ihr habt, ihr bekommt keine Push-Benachrichtigung auf euer Telefon und seht natürlich nicht auf dem Telefon auf die Schnelle, was der Status eurer Anlage ist. Aber ihr könnt die Geräte dennoch miteinander vernetzen und euch so ein kaskadenartiges Netzwerk aufbauen. Beim Alarm eines Einzelnen wird eben der andere mit ausgelöst. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Das geht nämlich denkbar einfach. Und zwar müsst ihr immer ein Gerät nach dem anderen in eine Gruppe einfügen und wenn diese Gruppe einmal steht, dann agieren die Geräte zusammen. Um eine solche Gruppe aufzubauen, habt ihr quasi ein Mastergerät, völlig egal welches ihr da nehmt, und ein zweites Gerät, was ihr mit dem Mastergerät in eine Gruppe bringen möchtet. Beim Mastergerät klickt ihr einfach 4-mal vorne auf den Knopf, schnell hintereinander und anschließend 2-mal beim neuen Gerät. Das mache ich jetzt einfach mal. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Das war's schon. Ihr seht, ich habe nun diese beiden Geräte miteinander gekoppelt. Und jetzt lege ich den Master beiseite, schnappe mir das nächste Gerät und auch dieses Gerät möchte ich in diese Gruppe dieser anderen beiden Geräte einfügen. Also klicke ich auch hier 4-mal auf die Taste, anschließend 2-mal auf die Taste des neuen Gerätes. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Fertig. Nun sind diese 3 Geräte miteinander vernetzt und über das HF-Netzwerk reden die auch miteinander, sie funken untereinander und auch hier kann ich eben Alarme auslösen an einem Gerät und alle anderen werden ebenfalls ausgelöst. Kommen wir zum Fazit des Xsense Link Pro Überwachungssystems. Das System funktioniert problemlos, es funktioniert einwandfrei und es funktioniert im gesamten Haus. Ich konnte die Basisstation innerhalb kürzester Zeit in mein WLAN integrieren. Ihr seht hier, dezent leuchtet dieses blaue X im Hintergrund. Die Basisstation wird irgendwo im Büro verschwinden, wo sie nicht ins Auge fällt, aber wo man sie noch hören kann. Darüber hinaus konnte ich die einzelnen Rauchmelder problemlos mit der Basisstation koppeln. Über die App ist es gar kein Problem, einfach nur anklicken, durchklicken. Pro Rauchmelder vielleicht eine Minute, das geht wirklich wahnsinnig schnell. Auch die Tests waren alle erfolgreich gewesen. Ich bin durchaus überzeugt von diesem System und kann es euch nur ans Herz legen. Für all diejenigen, die sagen, Basisstation brauche ich nicht, will ich nicht, kann ich nicht, habe kein WLAN, möchte ich nicht, kein Cloud-Zwang und dergleichen. Ja, ihr könnt die Rauchmelder auch ohne die Cloud nutzen, auch ohne die Basisstation, indem ihr sie in Gruppen zusammenfasst, könnt ihr Kaskaden aufbauen, um eben auch einen Kelleralarm auf der anderen Seite des Hauses euch akustisch anzeigen zu lassen. Wenn ihr mehr wissen wollt zu Xsense Link Pro, zu den kompatiblen Geräten, zu den Stärken und Schwächen, dann schaut mal unter das Video in die Beschreibung. Dort setze ich euch weitere Informationen hinein, dann könnt ihr in Ruhe das Ganze noch einmal nachlesen. Unter dem Video findet ihr auch die Produktlinks zur Set, zum 6er Set, zum 12er Set und dem ganzen Zubehör, das ich hier verwendet habe und das ich beruhigten Gewissens empfehlen kann und noch 1, 2 andere Sachen. Wenn ihr über meine Links einkauft, sage ich riesen Dank an euch, denn damit unterstützt ihr meinen Kanal, ohne dass es euch etwas kostet. Und an der Stelle bin ich bereits wieder fertig. Ich freue mich schon auf das nächste Video mit euch. Gebt mir den Daumen nach oben, vergesst das Abo nicht, dann sehen wir uns zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.